So, ja, offenbar bin ich jetzt live, aber ich kämpfe hier immer noch ein bisschen mit der Technik, weil ähm, gerade vorhin hatte ich irgendwie noch so eine Art Vorschau, wo ich hier an dem Bild irgendwie rummachen konnte. Die fehlt mir jetzt gerade. Ähm, jetzt Aufnahme. Vielleicht musste ich jetzt nicht nur das Streaming starten, sondern auch die Aufnahme starten. Also was mir jetzt noch unklar wäre, wie ich hier mit anderen Leuten zusammen streame, weil das kann ich ja bei Hangouts on Air und die Hangouts on Air sollen aber irgendwie, die Hangouts on Air sollen aber irgendwie verschwinden. So, jetzt frage ich mich, wo dieses Vorschaufenster ist, was ich da vorhin gefunden hatte. Das ist mir momentan unklar. Ähm, Ist auch ein bisschen schwierig hier, weil man das hier alles mehr oder weniger. Ja, hier habe ich jetzt habe ich hier das Vorschaufenster. Ja, das scheint das momentane Vorschaufenster zu sein. Sehe ich das richtig? Ja, der Livestream hat begonnen, 1 Minute, aber komisch. Oder ist das? Sagen wir mal hier. Da ein bisschen wählen. Das hat hier nämlich, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich hier im richtigen Stream bin. Eigentlich hatte ich den Namen von diesem Stream hier geändert auf irgendeinen Test. Und mein anderes Problem ist, dass ich nicht weiß, ja, das muss schon diese Aufnahme hier sein, dass ich bisher nicht rausgefunden habe, wie ich das mache, dass dieser Stream so wie bei, ja genau, ich bin im richtigen Stream, oder ich habe den Monitor vom richtigen Stream, dass ich nicht weiß, wie ich es bei diesem Stream mache, dass der auch abgespeichert wird am Schluss. Also anders gesagt, wenn jemand von euch so ein Step-by-Step-Guide kennt, wie man, also scheinbar habe ich jetzt zumindest diese Open Broadcaster Software ein bisschen im Griff, mit Ausnahme von diesem schwarzen Streifen hier am Rand. Da muss ich wohl noch irgendwie meine Bildschirmauflösung anders einstellen. Nur ist mir momentan nicht so genau klar, wo ich das tue, weil vorhin habe ich nämlich eigentlich ähm, sowas gefunden, wo ich das hier machen kann. Aber das ist hier wieder entweder verschwunden äh, oder ich hatte hier irgendwie eine Ansicht, hier Vollbildvorschau. Ne, das ist nicht das, was ich will. Ähm, Schwer zu sagen, wo ich da geklickt hatte, damit ich hier Stream-Vorschau starten. Schwer zu sagen. Also, ich muss zugeben, diese Hangouts on Air Variante, um solche Videos zu machen, quick and dirty zu streamen, mit Leuten im Dialog zu sein, das war, ich sag mal, für den Normal-User durchaus managebar. Sich jetzt in so eine Video-Broadcasting, Open Broadcaster Software einzuarbeiten, ja, da fühlt man sich so wie als man das erste Mal irgendwie ein WordPress oder ein Excel-Sheet-Programm aufgemacht hat. Man drückt irgendwo und es passiert was und man weiß nicht genau, was man da tut und warum man es tut und wozu es führt. Also das ist schon ein bisschen strange hier. Wie gesagt, auch die Anleitungen, zumindest auf die ich bisher getroffen bin, die waren jetzt also nicht so umreißend. Und ich habe gesehen, ich habe 2 Zuschauer, aber ich wüsste jetzt zum Beispiel, ich glaube, ich habe hier irgendwie Interaktivität aktiviert,
Aber momentan, jetzt sagt er hier auch, aha, okay, also er sagt ja, ich hätte auch Probleme mit der Keyframe-Frequenz. Immerhin sagt er mir, dass ich da was umstellen soll. Allerdings muss ich das dann irgendwo suchen. Mal gucken, ob ich das hier finde, ob ich hier die Einstellungen anpassen kann, während ich Keyframe-Frequenz, ist dasselbe wie Frame per Second. Und was sagt er? 4 Sekunden oder weniger, Frames per Second 30. Wenn ich jetzt 4 Frames per Second sende, dann kriegen wir hier, naja, hier sagt er sowieso, dass es erst gilt, wenn ich das nächste Mal streame, also bringt es ohnehin nichts. Ja, also wie gesagt, ich glaube, ich wäre recht dankbar, wenn ich hier, wenn jemand eine Idee hat, wo man da Infos findet, mit denen man sich hier ein bisschen einarbeiten kann. Wie gesagt, zum Beispiel habe ich jetzt gerade in diesem Open Broadcaster Software, wie gesagt, vorher hatte ich da so ein Fenster, wo ich mein Bild größer und kleiner ziehen konnte. Das ist jetzt irgendwie weg, keine Ahnung, wie ich da hingekommen war. Also ist ein bisschen strange. Wo ich jetzt gespannt bin mit dem Flitzebogen ist, ob diese Aufnahme hier dann, so wie ich es von Hangouts on Air gewöhnt bin, als Konserve bei YouTube landet. Wenn das nicht so ist, muss ich auch noch rausfinden, wie ich das mache. Ich dachte eigentlich, ich hätte die entsprechenden Häkchen gesetzt. Ich glaube, mit 7 Minuten 28 Sekunden habe ich jetzt genug eurer Zeit verballert. Das war wie immer live, ungeschnitten und verwirrt vor der Webcam, frisch von der Webcam. Euer Oliver Gastner. Bis dann.